Bei der Ernennung der CDU-Linksaußen Karin Prien zur Ministerin haben bei linken NGOs wahrscheinlich die Sektkorken geklallt. Ministerin Prien ist der direkte Brückenkopf der CDU in die linksextreme Szene. Ein Fiasko für unsere Demokratie, für unsere Familien. In ihrer Amtszeit erhöhte sich die Zahl der Jugendlichen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen haben, um 20%. Hey Leute, willkommen in der Realität. Im Bundestag bekommt heute eine ganz besondere CDU-Frau ihr Fett weg. Katrin Prien, die sich aufführt wie die Pressesprecherin der Antifa, aber selbst in der Union sitzt. Kerstin Plischkota von der AfD sagt ihr klipp und klar, was Sache ist. Wer sich so aufführt, hat in der bürgerlichen Politik nichts verloren. Und du siehst richtig, wie es in Prien arbeitet. Da platzt was. Wenn du wissen willst, wie man Klartext redet, ohne zu schreien und dabei eine CDU-Frau zerlegt, die längst grün-links durchgedreht ist, dann bleibt jetzt dran. Und wie immer, liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Auf geht's! Ihre erste Rede. Sehr geehrte Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren, Frau Ministerin Prien. Bei der Ernennung der CDU-Linksaußen Karin Prien zur Ministerin haben bei linken NGOs wahrscheinlich die Sektkorken geklallt. Ihre Ernennung ist eines von vielen Zeichen, dass die CDU vor der linken Agenda kapituliert hat. Ministerin Prien ist der direkte Brückenkopf der CDU in die linksextreme Szene. Ein Fiasko für unsere Demokratie, für unsere Familien. Die Ministerin paktiert mit linken Vorfeldorganisationen, redet der gewaltbereiten Antifa das Wort. Ihre fachliche Bilanz als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein kann man allerdings nur als desaströs bezeichnen. In ihrer Amtszeit erhöhte sich die Zahl der Jugendlichen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen haben, um 20%. Der Unterrichtsausfall erhöhte sich um 10%. Im Bildungsmonitor 2024 belegte Schleswig-Holstein dank Frau Prien einen Abstiegsplatz. Man darf also mit Fug und Recht sagen, die Hoffnung auf bessere Bildung und Unterstützung von Familien haben sich mit ihrer Ernennung zerschlagen. Denn es zeigt, Sie haben sich hochgescheitert. Ihre einzige Qualifikation, Sie sitzen wegen der frauenfeindlichen Frauenquote hier und weil Sie sich mit dem Genossen Günther in einem Wettkampf befinden, wer denn nun der Linkere von Ihnen beiden ist. Unter dem CDU-geführten Familienministerium werden grüne Träume wahr. Frau Prien möchte das Ministerium zu einem Gesellschaftsministerium umwandeln, in dem Familien keine Rolle mehr spielen. Aber wir als AfD werden das nicht zulassen. Sogenannte Demokratiebildung, die oft Oppositionsbekämpfung ist, soll üppig gefördert werden, und das schon in Kindergärten. Sie, Frau Prien, wollen Familien politisch bevormunden und die Meinungsfreiheit noch weiter einschränken. Aber Deutschland braucht keine Meldestellen, keine Sprechverbote, keine Gedankenpolizei und schon gar nicht in Kindergärten. Deshalb begreifen immer mehr Menschen, für Bürgerrechte und Meinungsfreiheit steht nur noch die AfD. Selbst die Wahrheit, nämlich, dass es nur 2 Geschlechter gibt, gilt inzwischen als Hass und Hetze. Wer aber in einer Gesellschaft biologische Wahrheiten durch wirre Ideologien ersetzt, der ist der Diktatur geistig näher als der Demokratie.
Und ich sage hier klar und deutlich für alle jungen Menschen und Kinder im Land, es gibt nur 2 Geschlechter. So möchte ich Ihnen, Frau Prien, mit Worten aus unserer Heimat Schleswig-Holstein sagen, was Sie den Menschen ideologisch aufzwingen wollen, ist schlicht dumm Tüch. Nur die AfD-Fraktion im Bundestag macht Politik für die Familie aus Vater, Mutter und Kindern. Das ist unsere Pflicht, unsere Leidenschaft, unser Versprechen in die Zukunft und an Deutschland. Vielen Dank. Was Kerstin Brüskotta da im Bundestag gesagt hat, war keine Provokation. Es war eine überfällige Klarstellung. Denn was Katrin Prien öffentlich von sich gibt, hat mit konservativer Politik nichts mehr zu tun. Diese Frau steht in der CDU, verhält sich aber wie eine Aktivistin mit Parteibuch. Brüskotta hat das erkannt und sie hat es ausgesprochen. Ganz ruhig, ganz klar, ganz sachlich. Und genau deshalb war es so wirkungsvoll. Denn Fakt ist, wer Andersdenkende in die Nähe von Verfassungsfeinden rückt, wer politische Gegner mit moralischer Keule bekämpft, der hat aus der Geschichte nichts gelernt und steht bürgerlicher Debatte im Weg. Prien macht Politik mit dem Zeigefinger. Sie ist Teil eines Apparats, der nur eine Meinung gelten lässt. Und wer widerspricht, ist radikal, extrem oder gefährlich. Aber die gefährlichste Haltung ist, gar keine Gegenrede mehr zuzulassen. Und genau das hat Brüskotta hier durchbrochen. Wer so ruhig und klar aufzeigt, wie weit sich die CDU von sich selbst entfernt hat, verdient nicht nur Applaus, sondern endlich Aufmerksamkeit. Manche Debatten brauchen kein Geschrei, sie brauchen nur jemanden, der Mut hat, klar und deutlich auszusprechen, was andere nicht mal mehr denken dürfen. Kerstin Brüskotta hat das heute getan. Sie hat gezeigt, wie weit sich Teile der CDU, allen voran Frau Prien, von bürgerlicher Politik entfernt haben. Was bleibt, ist eine Partei im freien Fall zwischen linksgrüner Anbiederung und politischem Selbstbetrug. Wenn du willst, dass solche Reden nicht untergehen, dann like das Video, abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, ob du die CDU noch als bürgerlich empfindest oder längst als Teil des Problems. Und wer meine Arbeit unterstützen möchte, kann das direkt hier über Superthanks bei YouTube tun. Bis zum nächsten Mal.